And for the one, I could do anything. In You Season 1 mordet sich Joe Goldberg durch die halbe Stadt von New York, in Season 2 durch die von Los Angeles und in Season 3 durch die von Madre Linda, einem kleinen Vorort von San Francisco. Dies tut er allerdings nie ohne Grund, sondern immer anhand von Gründen, die er sich in seinem kranken Hinterstübchen zusammengesponnen hat. Dies verbindet ihn auch gewissermaßen mit Love Quinn und natürlich auch deren romantische Beziehung zueinander. Ihre Verbundenheit soll Joe dann aber erst so wirklich im Staffelfinale von Season 2 so wirklich gewahr werden. Einem Staffelfinale, wo im Love einige ihrer Karten offen auf den Tisch liegt. Jetzt liegt es doch wohl nahe anzunehmen, dass die beiden zwecks ihrer dreckigen Gemeinsamkeiten und ihrer romantischen Beziehung zueinander auch Seelenverwandte sein müssen. Oder eben nicht? Genau das wollen wir heute in meinem cineastischen Video-Essay dazu analysieren. Ganz außen vor lassen möchte ich euch, meine Community allerdings auch nicht. Schreibt mir doch bitte sehr gerne in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, ob Joe und Love auf ihre eigene verschrobene Art und Weise wirklich Seelenverwandte sind oder eben nicht. Ansonsten würde ich jetzt sagen, Intro ab. Joe hat eben immer dieses innere Verlangen in sich, dieses Verlangen unbedingt das richtige Gegenstück zu der seinigen Person zu finden, seine Seelenverwandte wohlgemerkt. Für diese Seelenverwandte würde er dann auch alles tun, um sie in Sicherheit zu wiegen, spionieren, sabotieren und natürlich, ihr könnt es euch mit Sicherheit schon denken, töten. In dieserlei Hinsicht könnten sich Joe und Love gar nicht ähnlicher sein. Allerdings gibt es wie so oft in der Welt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen den beiden in einer ganz expliziten Sache zu bedenken. Während beide die meisten ihrer Kavaliersdelikte und größeren Straftaten eher mit Bedacht und Kalkül über die Bühne bringen, unterscheiden sie sich zum Teil maßgebend bei dem Motiv ihrer Morde. Joe mordet zumeist, wenn er zumindest nicht im Affekt agieren muss, um ein Auffliegen zu vermeiden. Berechnet nach einem groben bzw. sehr gut ausgefeilten Plan. Er ähnelt in dieserlei Hinsicht also einem klassischen Psychopathen, während Love eher einem Soziopathen ähnelt. Soziopathen handeln eher aufgrund von Gefühlen, in Loves Fall ihrer Impulsivität, während sich Psychopathen ihre Opfer gezielt aufgrund von irgendwelchen eigens zusammengesponnenen Prinzipien heraussuchen. Beispielsweise bringt Joe durch etwas Recherche Peachs Zeit und Route, welches sie jeden Tag zum Joggen in Anspruch nimmt, in Erfahrung, um sie dann an einer relativ sicheren Stelle attackieren zu können. Love geht hingegen in ihrer Wut auf den Impfgegner Gil Brickham ohne irgendwelche großartigen Umschweife los, weil dessen Kinder ihren Sohn Henry mit den Masern angesteckt haben sollen. Zwar wird Joe innerhalb der Serie auch hin und wieder einmal impulsiv, das ist aber, denke ich, einfach nur menschlich, solange es nicht überhand nimmt. Beispielsweise chauffiert sich Joe gegenüber seiner Frau über das vermeintliche Rendezvous zwischen Love und dem Nachbarsjungen Theo. Bei ihm artet diese jene Ausraster aber nicht gleich in Mord und Totschlag aus. Vielmehr schärft er aufgrund von Dingen, die ihm wirklich gegen den Strich gehen, seine Klinge im Dunkeln. Eben dann, wenn keiner da ist, legt sich dann auf die Lauern, tötet seine Opfer aus dem Hinterhalt heraus, anstatt sie aufgrund von irgendwelchen überschwänglichen Emotionen aus dem Affekt heraus umzubringen. Das Morden ist es also schon mal nicht, was die beiden uneingeschränkt miteinander verbindet. Eine Sache, die aber nahe damit verbunden ist, allerdings schon. Dabei handelt es sich um deren kühle Gesinnung, die sie zumeist beim Morden oder Tatortbeseitigen an den Tag legen, solange denn die Morde ihrer Meinung nach gerechtfertigt gewesen sind. Beispielsweise ziehen die beiden Eheleute in Season 3 an einem Strang, um den Leichnam der von Love ermordeten Natalie Engler wieder auszubuddeln, ihren Ortungsring an ihrem Ringfinger zu zerstören und sie diesbezüglich an einem anderen Ort zu verschachern. Wie schon erwähnt, macht Joe und Love das Morden auch zuallermeist nichts aus, ist also mit ihrem Gewissen vereinbarbar, wenn denn die Morde mit einem für sie plausibel erscheinenden Grund einhergehen. So ging es Joe beispielsweise auch beim geplanten Mord an Ryan Goodwin, beziehungsweise Love, als sie Natalie Engler über die Schippe springen hat lassen. Als Love allerdings Theo, als er ihre Affäre attackiert hat, dabei in Kauf nehmen, dass er womöglich verstirbt, erging es ihr alles andere als gut damit.
Genauso fällt es sich auch mit Joe, einem Joe, dem es im Staffelfinale von Season 1 nicht gerade leicht ergangen ist, Gwyneth Beck kaltblütig zu ermorden. Empathie haben sie also beide, aber auch nur für die Leute, denen sie wirklich nahestehen, beziehungsweise nur alles Gute in der Welt wünschen. Immerhin betonen die beiden auch immer wieder, dass sie nur füreinander töten, zu ihrem eigenen Schutz oder natürlich für ihre Geliebten. Nahe liegt es jetzt natürlich, dass der Grund für Joes und Loves mordlüsternes Handeln fest in der Vergangenheit verankert sein muss. Immerhin wird unsere Persönlichkeit schon früh von unserem Umfeld, also den Personen, den Lebensumständen und Gesetzen, die uns umgeben, geprägt. Und ja, ähnliche Vergangenheiten haben die beiden Protagonisten by the way wirklich. Vergangenheiten, bei denen sie schon früh zum Morden verleitet worden sind. Schon in seiner Kindheit hat Joe beispielsweise seine Mutter vor einem Vergewaltiger rettet, mit dem losgelassenen Schuss eines Gewehrs wohlgemerkt. Love hat hingegen mit einem Messer ihrem allesgeliebten Bruder Forty, den sie unter anderem auch als Seelenverwandten angesehen hat, vor einem Mädchen errettet, das ihm unter Drogen gesetzt und vergewaltigen hatte wollen. Love hat diese Tat dabei eher zum Soziopathen gemacht, während in Joe der tief in ihm schlummernde Psychopath erweckt worden ist. Gemeinsam haben Joe und Love überdies auch noch ihren Hang zum Skrupel, geschweige denn die Situation gäbe es her. So bringt es Love im Staffelfinale von Season 3 beispielsweise nicht übers Herz, Joes Kokobine Marianne Bellamy zu töten, als sie deren Kind erstmalig zu Gesicht bekommt. Genauso fällt es sich auch mit Joe, der anders wie geplant das bereits platzierte blutige Tuch von Natalie Engler wieder aus dem Haus ihres Ehemanns Matthew Engler entwendet, um ihn eben nicht zum Hauptverdächtigen an dem Mord seiner Frau zu machen. Die Hintergründe für seine Tat sind dabei durch und durch einleuchtend gewesen, sogar menschlich. Er fand Matthew einfach schlicht und ergreifend viel zu sympathisch, um ihm so etwas Schlimmes wie einen Mord anzuhängen. Bei der Sache rund um das Morden und deren Hintergründe können wir also schon einmal einen Haken dran machen. Aber wie fällt es sich denn jetzt eigentlich mit Joes und Love Sexleben, einem wirklich sehr wichtigen Parameter, der doch so einiges über der Seelenverwandtschaft aussagen müsste? Also anfangs haben sie zumindest wirklich sehr guten, wilden und vor allen Dingen harten Sex gehabt, der sie natürlich im wahrsten Sinne des Wortes miteinander verbunden hat. Dies ändert sich jedoch, als Joe im Finale der zweiten Staffel Loves wahres Ich erkennt. Eigentlich hat er nämlich immer eine liebenswürdige Freundin ohne großartige Ecken und Kanten haben wollen, aber keine kaltblütige Mörderin wie Love. Diesbezüglich hätte er sie nach ihrer Offenbarung ihm gegenüber auch beinahe ermordet, geschweige denn diese hätte ihm nicht gerade noch rechtzeitig von ihrem gemeinsamen Kind in ihrem Mutterleib erzählt. Suspekt ist meiner Meinung nach Joes Einstellung, eine Freundin ohne Ecken und Kanten zu haben, dabei schon irgendwie, zumal er selber nichts anderes wie ein kaltblütiger Serienmörder ist. Und dieser Punkt ist auch derjenige, welcher Joe und Love im Hinblick auf ihre Seelenverwandtschaft schon wieder entzweit. Zwar liebt Love, nachdem sie von Joes schmutzigen Geheimnissen erfahren hat, dies nur noch mehr, bei Joe fällt es sich aber ganz und gar anders herum. Zwar hat er sich im Laufe der Geschichte von Staffel 3 immer wieder einreden wollen, dass ihm seine Vorliebe auf ein Mädchen ohne Ecken und Kanten vielleicht doch gar nicht so wichtig wäre und er Love doch inständig liebe, allerdings nehme ich ihm das ehrlich gesagt nicht so wirklich ab. Warum hätte er wohl denn sonst beinahe mit der Nachbarsfrau Natalie eine Affäre angefangen oder mit der wunderhübschen Bibliothekarin Marianne angebandelt? Klar kann man jetzt sagen, dass Joe lediglich eine Affäre mit Marianne angefangen hat, weil Love mit ihrer Impulsivität zu viele Leute verletzt bzw. gemordet hat, es bei ihr also schon fast zum Alltag geworden ist. Ich glaube jedoch nicht, dass es sich hierbei um den Hauptgrund handelt, der Joes und Loves langsam wieder auflebendes Sexleben in Staffel 3 zerstört hat. Eine Sache schweißt die beiden Eheleute dann aber am Ende des Tages doch wieder etwas zusammen. Sie kennen sich gut, wirklich sehr gut. Love hat den Braten beispielsweise sofort gerochen, dass Joe ein gewisses Interesse an der Nachbarsfrau Natalie hegt, genauso wie sie gerochen hat, dass Joe eventuell etwas für die Bibliothekarin Marianne empfindet, nur anhand von einigen Floskeln und Blicken beim Sex. Für Joe gilt natürlich das gleiche in Grün, auch er hat die Sache zwischen Love und den Nachbarsjungen Theo bereits gewissermaßen geahnt. Eine Sache, und zwar die im Staffelfinale, ist aber ganz und gar bezeichnend dafür, wie gut sich Love und Joe wirklich kennen. Hier bekommt Joe bereits etwas angespannt zu Hause an, wo er instinktiv bemerkt, dass Love von ihm und Marianne weiß und dass Joe sie an diesem jenen Tag verlassen möchte, wie er ihr dann später auch gesteht. I want a divorce.
Diesbezüglich hat Love auch schon alles für den Mord an den eigenen Ehemann in die Wege geleitet. Und das schon seit mehreren Wochen. Nicht ohne Grund hat sie in ihrem Garten giftigen Eisnut gezogen. Nur für den Mann allein. Joe ist dem Komplott gegen ihn aber schon seit einigen Wochen auf den Trichter gekommen. Wohl aber nicht nur wegen der Warnung von Loves Mutter, sondern weil er mittlerweile auch mit eigenen Augen gesehen hat, zu was Love denn eigentlich alles fähig ist und mit welcher Skrupellosigkeit sie dabei zu Werke fährt. Dementsprechend ist er durch eine Überdosis an Adrenalin auch nach einiger Zeit gegen das lähmende Kontaktgift seiner Frau gefreit gewesen und schickt Love dann schlussendlich auch mit ihren eigenen Mitteln, und zwar Gift, in den immerwährenden Schlaf. Allem in allem kann man trotz Joes und Loves vieler Gemeinsamkeiten allerdings sagen, dass sie wohl eher nicht seelenverwandt sind. Joe neigt nämlich eher zum Psychopathen, während Love zum Soziopathen neigt. Und außerdem ist Joes Verlangen nach einer Freundin ohne Ecken und Kanten einfach viel zu stark ausgeprägt. Wenn ihr meinen Schluss teilt, schreibt es mir doch bitte sehr gerne unten in die Kommentare. Und wenn nicht, könnt ihr selbiges natürlich mit einer nachvollziehbaren Begründung auch tun. Des Weiteren würde mich Folgendes interessieren: Wie glaubt ihr, wird es nach dem brachialen Staffelfinale in Season 3 mit Joe in Season 4 weitergehen? Mit Season 4 im schönen Frankreich? Und werdet ihr euch die Staffel abermals ansehen? Ab in die Kommentare mit euch. Ansonsten vergesst nicht, Violent Spark zu abonnieren, damit ihr auch alle weiteren Videos in der Zukunft nicht verpasst und vor allen Dingen nicht das für nächste Woche angesetzte Video zur ersten My Name Staffel von Netflix. Des Weiteren liked bitte das Video, empfehlt es sehr gerne weiter, folgt mir auf Instagram, wo ich Tobias_Flieger heiße, und checkt doch auch bitte sehr gerne meinen High Fantasy Roman Das Wetteifern der Macht, erste Funken des Auftakts unten in der Videobeschreibung aus, den ich nur jedem Game of Thrones Fan wärmstens ans Herz legen kann. Wenn ihr doch nicht so die Leseratten sein solltet, kann ich das vollkommen verstehen, und dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine kleine Spende via PayPal dalassen, damit ich auch weiterhin so hochwertige Videos für euch produzieren und meiner großen Leidenschaft im Bücherschreiben nachgehen kann. Abschließend checkt doch bitte noch die beiden Videos ab, die euch jetzt in der Endcard angezeigt werden, also dem Squid Game und dem Dune Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen und vielleicht auch ein bisschen entspannten Tag. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.